Auf die Plätze, fertig, los! 25. Mai 2020, die Probefahrt mit dem Taycan steht ja noch aus. Und hier steht einer, ja. Und welche Version es ist, wie viel Power die hat und was der so alles kann, das werden wir gleich mal erfahren von Michael Theisen. Grüß dich, Michael. Sven, moin, grüß dich, hi. Ja, ein wunderschöner Montagmorgen, der 25. Mai. Und hier haben wir eine Ladestation. Ihr habt bei euch eine Ladestation nachgerüstet. Genau, wir haben Ladestationen haben wir gehabt, allerdings von der Ladepower. Die etwas kleineren, wo bis jetzt immer unsere Hybridmodelle mit ausgekommen sind. Jetzt haben wir aber hier, du zeigst es schon ganz gut, bis zu 50 kW. Und das braucht 50 kW? 50 kW, das braucht hier unser Taycan. Das heißt, der kann ja schnell laden. Das war gar nicht so easy. Ihr habt also einen ganz neuen Anschluss bekommen, gell? Genau, also wenn du hier so ein bisschen mal vorbei, neben dieser Power-Ladesäule jetzt vorbei filmst, wir haben da hinten zwei, wir haben hier noch eine weitere. Die laden aber nicht so schnell. Nee, die laden nicht so schnell. Das ist jetzt für die normalen Hybridmodelle von Porsche. Wir haben auch vorne noch zwei weitere. Also wir haben jetzt extrem auch aufgerüstet. Deswegen haben wir natürlich auch noch einen neuen Stromanschluss gebraucht. Ja, hier steht er. Was ist das für ein Modell? Also wir stehen jetzt hier vom Taycan 4S. Der hat mit Allrad angetrieben 530 PS. Gut, und der ist recht schnell. Der kann die ja auf allen 4 Rädern verteilen. Das bedeutet, der hat jetzt an jedem Rad einen extra Motor? Also der hat vorne und hinten hat er diesen Elektromotor angesetzt und verteilt das, wie gesagt, im Allradbereich. Von der Zeit her, wie der Name es sagt, 4S, 4 Sekunden. Die braucht er von 0 auf 100. Das werden wir gleich mal sehen. Ja, es ist eine Sportlimousine mit, wie viele Sitzplätzen hat er? 4? Du hast 4, genau. 4 Sitzplätze hast du dran. Der Kofferraum ist voll nutzbar, sowohl vorne als auch hinten? Kofferraum ist nutzbar, vorne einen sehr kleinen, weil vorne haben wir das Thema, dass wir Ladeequipment eigentlich noch reinlegen können und im hinteren Bereich aber relativ tief. Ne? Also du fährst ihn selber gerade im Moment? Genau, wir nutzen deswegen die TTK-Tüte hinten drin. Genau. Nein, es ist ja wirklich ein Alltagsauto. Das heißt, man kann damit einkaufen fahren, du kannst alles damit machen. Richtig, genau. Du kannst ihn im Alltag voll nutzen und das ist eigentlich das Schöne. Und hast mit einem Gewicht von eigentlich über 2 Tonnen, 2,2 Tonnen, die du nicht merkst. Ja? Also der Schwerpunkt vom Auto ist ja die Batterie, die halt auf dem Boden liegt. Was Besseres gibt es gar nicht dafür. Das heißt, der liegt gut. Der liegt sehr gut. Sehr schön. Und dann auch nochmal die 4 Sekunden für so ein schweres Auto. Dann merkt man, was für eine Kraft dahinter ist. Ne? Wie ist denn der Stromverbrauch, wenn man jetzt moderat fährt? Also du kommst wir gucken mal gleich, ist jetzt schön, es sind jetzt 100% drauf. Die 300, 320 solltest du immer packen. Es ist natürlich jetzt, wenn du ihn neu hast, bin ich ehrlich, wie mit jedem Auto, da ist der Verbrauch im Benzinbereich höher. So ist auch der Verbrauch im E-Bereich hier etwas höher. Du probierst es aus, aber irgendwann kennst du die Leistung vom Fahrzeug. Irgendwann weißt du, wie er sich entwickelt oder entfaltet. Und dann wird man auch etwas ruhiger mit dem Auto umgehen und wird auch merken, die Reichweite geht hoch. Das sehen wir auch gleich im Display bei uns. Das ist ja immer so. Das heißt, am Anfang, da will man es mal ausprobieren, aber irgendwann, ich bin jetzt 52, dann da wird man ruhiger. Mach mal vorne auf, bitte. Hat nicht unbedingt mit dem Alter was. Ja, doch. Ich war früher doch ein klein wenig hektischer beim Fahren, muss ich sagen. Und ich habe heute festgestellt, von A nach B kommt man doch nur 10 Minuten früher an. Das ist irgendwie. Ach, das ist der original 911er Kofferraum. Ja, sogar noch ein bisschen kleiner. Also da hat der 11er mit Sicherheit das doppelte Volumen. Wirklich hier vorne rein gedacht fürs Ladeequipment. Also du hast ein Mo3-Kabel, wenn wir irgendwo laden wollen unterwegs, wo jetzt nur eine Säule steht ohne Kabel, kannst du das mit dem Kabel immer tun. Und so Sachen, die sollten alle hier vorne drin sein. Ne? Cool, also das ist da drin. Ja, so Öl gibt es ja nicht mehr, ne? Hast du nicht mehr, nee. Also die Inspektion, das Auto weist sich darauf hin, die normalen Intervalle, wie wir sie so kennen bei uns, bei Porsche, also auch hier die 30.000 oder 2 Jahre. Aber wo du jetzt gerade drauf gefilmt hast, Bremsflüssigkeit, solche Sachen, die fallen an. Wir kontrollieren natürlich das Auto auf ganz viele Punkte, also das muss schon bei einer Wartung gemacht werden, aber dieser typische Ölwechsel und das fällt weg alles. Ja. Ja, vorne die DNA vom Licht. Mach mal an. Geht das mit der Fernbedienung? Ja, hier draußen ist es einfach zu hell. Also wir müssen ihn starten, aber was jetzt hier der Blinker ist, das ist eigentlich ganz schön gelöst, ist auch gleichzeitig das Tagfahrlicht. Das ist das erste Mal jetzt, dass bei Porsche der Blinker auch das Tagfahrlicht ersetzt. Jetzt mach mal an. Komm, wir schauen uns das mal an. Obwohl er so hell ist, müsste ja eigentlich zu sehen sein. Und wir werden ihn gleich mal abkuppeln. Ist das zunächst abzukuppeln vom Strom?
Also jetzt müssen wir es nicht unbedingt machen. Nee, nicht unbedingt. Aber, wir können das auch zuerst mal zeigen. Ja komm, dann dürfen wir das mal machen. Es ist ja so, während des Ladevorgangs ist der Stromstecker verriegelt, das heißt, der kann ja nicht gestohlen werden. Genau, also in dem Moment, wo du das Auto absperrst, ist er verriegelt. Ne? Du kannst nicht direkt rausziehen. Manuell muss er immer über die Taste hier freigeschaltet werden. Okay. Dann können wir den Stecker rausziehen. Aber sobald du lädst und das Auto absperrst, ist auch gegen Vandalismus, Diebstahl gesichert, dass es keiner rausziehen kann. Ja, man sollte sowieso dieses Kabel nicht durchschneiden, glaube ich. Da ist Spannung drauf. Nee, gut, wenn du mir das mal gerade mal zeigst, das ist ja ein mega großes Kabel. Das heißt, das ist jetzt das Maximum, was geht. Das ist also vom Kabel, vom Steckersystem aber es geht noch mehr. Also es geht bis zu 150 kW kann man hier reinschießen. Also noch eigentlich 100 kW mehr, wie wir es jetzt getan haben. Aber das ist, sage ich mal, hier nicht möglich. Ne? Also, CCS und AC, klär mich auf. Also wir haben einmal der CCS ist der Stecker, der zusätzlich mit Gleichstrom lädt. Das ist also dieser doppelte hier unten. Geht auch nur auf der typischen Porsche-Seite zum Tanken. Das war schon immer rechts. Ja. Und der AC-Stecker ist der Stecker, den man auch zu Hause hat. Den holen wir mal gerade raus. Das heißt, der hat auf der anderen Seite einen Starkstromanschluss. Ist Starkstrom auch. Das heißt drei Phasen, je nachdem. Ja, also es geht hin bis zur normalen 320 Volt Steckdose, aber das sollte man halt in dem Bereich lassen. Das funktioniert nicht. Also das dauert dann extrem lange, bis er voll ist. Aber zu Hause Starkstrom auf der einen Seite, auf der anderen 230 Seite. meintest du, gell? Ja, genau. Ja. 230 Volt. Ja, du hast es 320 gesagt. Starkstrom 400 Volt. Oder halt 230 Volt. Das ist natürlich bei so einer großen Batterie, dauert es halt dann sehr lange. Aber es gibt Leute, die fahren nur 50, 60 Kilometer, die hätten dann kein Problem. Das würde gehen. Das heißt, ich kann auch an 230 Volt laden. Ja, also grundsätzlich ist es möglich. Du hast ja die ganze Nacht zum Laden, aber man muss halt immer sehen, das sind 2,3 kW. Ja? Also du ziehst aus der Steckdose zu Hause, aus der ganz normalen, wie man sie so kennt, Schuko 2,3 kW, wo wir hier direkt mal 50 ziehen in einer Stunde. Also kann man sich schon vorstellen, wie viel länger das dauert. Würde aber gehen. Würde prinzipiell gehen. Mit 11 kW zu Hause kannst du immer laden. Das ist ein normaler Anschluss, ein normaler Starkstromanschluss. Der muss auch nur, hatten wir schon mal drüber gesprochen, beantragt werden. 22 kW, je nach Gemeinde muss er gelegt werden. Aber 11 kW geht immer und das ist völlig ausreichend für abends heimzukommen, anzuschließen und morgens nochmal mit 100% loszufahren. Super. Oder unterwegs halt. Ja, es gibt so viele Punkte im Moment, wo man laden kann. Teilweise da werden wir gleich mal mit der Fahrt mal drüber sprechen. Gerne, ja. Wenn du mal so lieb bist, den mal zumachst, dann steigen wir mal ein. Ich mache ihn jetzt mal noch an, ja? Ja, genau, für die Lichter machen wir gerade noch mal an. Das kenne ich vom 11er, das heißt vorne die Klappe, das ist so von der Bedienung her das Gleiche. Normal, genau. Schlüssel reinchecken muss man nicht mehr, gell? Nein, der liegt jetzt in der Der liegt in der Mittelkonsole, sagt er. Und das ist so das Tagfahrlicht, der da ist. Das sieht man aber schon. Also schon deutlich die 4 Punkte vom Porsche. Ja, also so siehst du es. Ich habe eben nur gemeint, es wird nicht, normal geht es ja an, wenn du das Auto öffnest. Okay. Das ist aber zu hell hier, deswegen geht es nicht. Da hat der Lichtsensor gesagt, ich brauche das nicht. Genau. Wenn du es normalerweise abends aufmachst, ist immer entweder das 4-Punkt-Licht an oder sogar die Hauptscheinwerfer gehen. Sag mal, das E-Kennzeichen, wenn ich das haben will, kriege ich es. Ich muss es nicht mal haben, oder? Nee, du musst es nicht haben. Ne? Also natürlich, rein elektrisch hat teilweise Vorteile, weil du auf Elektroparkplätzen parken darfst, also auf Ladeparkplätzen parken darfst. Je nach Kommunen darfst du auch die Busfahrspur oder Taxifahrspur mit benutzen. Das hat solche Vorteile. Aber es bietet sich halt an. Ne? Also bis jetzt hat man auch immer, wenn ein Auto berechtigt war, ein E drauf. Ne? Gut, okay. So, hier sieht man auch schon das Aerodynamische. Das heißt also, es werden direkt die Türgriffe, die werden dann schon angewinkelt, sodass ich es entsprechend öffnen kann? Ja, das ist jetzt wie beim 992 auch. Also es ist mit Sicherheit nur ein kleiner Wert, CW-Wert, der dafür sorgt, wenn die angefahren sind während der Fahrt, dass wir einen geringeren Angriffsfläche haben. Windwiderstand, aber, ja. Genau, aber hier nutzt jeder CW-Wert was. Ne? Also jedes Gramm ist hier wichtig. Außerdem sind es ja auch Fahrgeräusche, die dann vielleicht ein bisschen fiepsen oder so. Genau. Die sind dann auch weg. Der fährt recht schnell. Wie schnell fährt er heute? Also wir fahren heute nicht so schnell, aber es geht über die 250 mit dem Fahrzeug. Ach so, man kann mit dem E-Auto auch schnell fahren. Ja. Der Einstieg ins Auto ist sehr bequem. Die Türen öffnen fast im 90-Grad-Winkel. Das ist schon sehr, sehr bequem. Also ich habe schon eine Reiselimousine hier. Das heißt für 4 Personen so ein bisschen wie der Panamera, oder? Genau. Also der Vorteil ist ja einfach, der hat auch hinten diese Fußraumgarage. Ja, das heißt also, die hinteren Personen, die haben genau dort, wo die Füße stehen, auch gleichzeitig die Möglichkeit,
durch diesen Platz im Batterieraum Ist tiefer. ist er tiefer und du sitzt dadurch bequemer. Ne? Jetzt haben wir hier, siehst du auch mal gerade die Option Fünfsitzigkeit. Wir haben es eben angesprochen, also Taycan ist immer ein Viersitzer. Gegen Option kannst du die Fünfsitzigkeit dazu bestellen. Das ist halt die Frage. Ja? Der hat jetzt 5. Der hat jetzt die 5. Panamera mittlerweile auch, wenn man möchte. Das war immer ein Viersitzer. Aber Es war immer blöd manchmal, wenn du dann wirklich mal jemanden mitnehmen musst und du darfst es eigentlich gar nicht. Und dann sitzt er doch in der Mitte. Genau. Und dann sagt man, okay, es sind nur 2 Kilometer, aber es ist ja nicht erlaubt. Nö, ist A nicht erlaubt, B unangenehm. Also deswegen ist es Aber gut. es wäre hier erlaubt, wobei der Mittelsitz wäre dann quasi Notsitz. Da wird dann einer sitzen, aber er dürfte mitfahren. Er darf offiziell mitfahren, genau. Prima. Genau. Ja, steigen wir mal ein. Gerne. Auch wenn du zunächst mal einsteigst, dann zeigen wir mal, wie bequem man drin sitzt. Denn das Ganze hat natürlich viel zu tun mit Fahrkomfort. Das heißt, wenn ich dann ein paar Stunden fahre, dann komme ich entspannt am Ziel an. Du bist recht groß. Wie groß bist du? 1,86. Ja. 1,86. Also da wäre noch Platz nach hinten bei dir? Also ich fahre mal den Sitz ganz nach hinten, dass man das sieht. Und das wäre jetzt zu lang schon für dich, oder? Also für mich ist das zu lang. Jetzt komme ich nur noch mit ausgestreckten Beinen dran und auch die Höhe, ja, also Sag mal. siehst, ne, wir haben hier ein Glasdach jetzt drin, also da ist auch noch genug Platz. Das ist nicht zu öffnen, ja, das ist auch nochmal wegen dem CW-Wert. Ist aber unten drunter ist es sehr, sehr kühl, muss man sagen. Das war am Anfang die Befürchtung, dass durch das Richtig. Glasdach, was man nicht schließen kann oder öffnen kann, man kann es auch nicht verdunkeln, Nee, aber genau, es funktioniert. Du hast den Rollonit, den man aus allen anderen Modellen kennt, aber man sieht von außen, je nachdem wie die Sonne drauf strahlt, dass das eine ganz andere Farbgebung hat. Die Dächer waren immer schwarz und das hier ist manchmal so ein bisschen bläulich, also hat 2, 3 Farben. Das liegt daran, dass einfach Schichten mehr sind da Folien drauf. verarbeitet sind. Genau, Okay, ja. das ist aber unten drunter kühl und ich habe auch nicht das Gefühl, dass die Sonne mich dauernd da Nee, drückt. Das werden wir gleich das mal ist der zeigen. Vorteil natürlich, ja. Ja, das Display ist der Hammer. Das ist also ganz puristisch, wie man es gar nicht kennt von Porsche. Ja, gut. Also wir haben bis jetzt immer analog was drin gehabt und das war unser Drehzahlmesser, was auch schön ist und war. Beim E-Modell gibt es kein Drehzahlmesser. Aus dem Grund ist jetzt hier alles automatisch in einem Monitor versteckt. Voll elektronisch. Genau. Hier links ist noch die Einschalttaste. Die habe ich dann noch da. War vorher mal ein Schlüssel reinzustecken, aber, oder ich sag mal, ein elektronischer Key, den hat man vorher reingesteckt. Auch das muss man jetzt nicht mehr. Nee, genau, der ist in der Mitte. Ja. Wir hatten bis jetzt immer links den Dummy, wo wir dann dort nach wie vor links starten mussten. Auch hier ist noch nach wie vor links starten, aber jetzt erstmalig mit so einem Startknopf. Es gibt ja auch keinen Anlasser mehr. Nein, Ist alles weg, weil es elektrisch ist. Ist jetzt schon ready eigentlich, du hörst nichts. Er ist betriebsbereit. Ne? Vom Display her, du bist jetzt gerade bei mir, dass man mal drauf gucken kann. Also gibt es verschiedene Modusse, die man wählen kann, ob eine Karte oder ob wir, also auch da nochmal verschiedene Einstellungen, die man wählen können. Das geht alles über diesen Wählschalter hier an der Seite. Ne? Corona, ja, wir müssen ein bisschen Abstand halten. Deswegen habe ich immer einen langen Arm, wenn ich mit dir filme im Moment. Genau, Ja. ja. 1,50 Meter. Wie hat sich das ausgewirkt, Corona, bei euch? Ihr konntet ganz lange Zeit keine Probefahrten machen. Genau, also das war natürlich, der Gesetzgeber hat dort verschiedene Vorschriften uns gegeben. Auch wir hatten den Verkauf hier im Porsche-Zentrum eingestellt. Das ging alles nur noch online. Mittlerweile, Gott sei Dank, dürfen wir noch viele andere wieder öffnen. Und unter strengen Sicherheitsmaßnahmen, muss man dabei sagen, die wir aber auch alle hier, auch wichtig zu sagen, erfüllen. Also Mundschutz ist dabei. Mundschutz, Genau, wir ihr fahrt auch nicht mit bei der Probefahrt. Nee, Probefahrt. Es ist halt alles ein bisschen auf Distanz. Auch wir müssen jedes Mal das Auto desinfizieren, gerade im Lenkradbereich. Die Sitzfläche muss desinfiziert werden, Knöpfe müssen wir desinfizieren. Es ist ein bisschen aufwendiger, auch für unsere Kunden manchmal. Spontan mal eine Probefahrt, das ist ein bisschen schwieriger. Genau, das ist halt dieses Umdenken, was wir im Moment noch da ein bisschen brauchen. Aber ansonsten alle Fahrzeuge stehen bereit. Auch das ganze Team ist noch mal hier bei uns im Haus, das müssen wir auch dabei sagen. Also wir sind voll da für alle. Ne? Gut, was mich direkt fasziniert ist, dass das Display als Display gar nicht erkennbar ist. Das ist so hochauflösend, dass du denkst, es wäre irgendwie Space Invaders im Jahr 2400 oder so. Das ist wichtig, genau. Also Das Display ist der Hammer. Es ist jetzt sehr hell draußen. Ja. Du kannst alles erkennen. Es ist matt, es spiegelt überhaupt nicht. du siehst es nicht. Und das Schöne ist auch, du hast hier am Displayrand zum Beispiel verschiedene Optionen, die du noch betätigen kannst. Die kannst du tippen. Genau, das geht nahtlos über. Echt?
Also richtig cool gelöst. Ne? Also ganz viele Funktionen, ganz Hat er ein viele Sachen. Luftfahrwerk oder was hat er? Hat er auch, genau. Er liegt, Ein Luftfahrwerk. Er liegt sehr tief. Ja, Warte mal, wenn du mal gerade mal hier das mal betätigst, wenn du mal drauf tippst. Da müssen wir die Türen alle zumachen, weil Ja. es könnte ja sein, dass ein Stein da liegt, der setzt auf. Das ist Ah, ein so hoch, Sicherheitssystem. also hoch geht immer, aber runter nicht. Hoch und runter, immer die Tür zu. Ne? Alles klar. Ja, dann mach mal zu. Warte mal, ich mach mal zu auf der Seite. Gehen wir mal kurz drum rum. So, und der Micha, der klickt mal drauf und dann kann man die Spur. Ah ja, jetzt geht's hoch und runter. Ja, und nochmal runter. Im Porsche Taycan 4S, ja, der ist jetzt voll. Jetzt frage ich mal, die Displays auch auf der Beifahrerseite, ist das Serie? Nein, das Display gerade auf der Beifahrerseite ist eine Sonderausstattung. Genau, das Radio bitte ausmachen. Oh, wir fahren los. Du hast nichts gemacht, oder? Natürlich, ich habe den Vorwärtsgang reingelegt, aber Wo? Wo jetzt. ist der Wahlschalter? Den haben wir hier. Ja, dann kannst du dann sagen, vor, neutral, rückwärts oder P, wobei P ist automatisch, sobald du stehst, beziehungsweise die Stopptaste, also die Ein- und Ausschalttaste betätigst. Ja, der klingt so ein bisschen wie Darth Vader. Ich glaube, die haben sogar eine Kooperation mit Star Wars. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Er klingt wirklich krass, oder? Also ich habe es jetzt extra mal angemacht, bis 25 oder knapp 30 km/h ist der Sound immer an, weil es halt ein gleichzeitiger Fußgängerschutz ist. Aber wir können es ja mal ausschalten, aber es ist jetzt mal interessant vielleicht zu hören gleich auf dem Video, wie er sich verhält beim Beschleunigen. Aber man kann es auch geräuschlos machen. Ne? Der eine mag das, der andere mag das. Sag mal, früher war es immer so, bei dem Porsche Panamera, die Fettfinger hat man immer gesehen. Das ist hier gut gelöst. Das heißt, ich habe wie beim iPhone so eine Anti-Fettfinger entsprechende Beschichtung, dass es nicht so stark zu sehen ist, oder? Genau, also du steuerst unwahrscheinlich viel über das untere Display oder über das obere. Also beide gehen per Touch. Ja. Man kann hier auf einer Karte, wenn man zum Beispiel jetzt auf Navigation gehen, siehst du das, dann kann ich zum Beispiel hier unten, wo meine Hand liegt, größer oder kleiner zoomen, das obere Display. Das sind alles so Funktionen, die das Bedienen hier sehr angenehm gestalten. Ja. Cool. Er hat auch einen Blinker. Du, der hat alles. Nein, es gibt ja so einen Test 10 Sekunden. Wie finde ich mich zurecht? Ist das hier gewährleistet? Sind die wichtigsten Sachen alle am Ort? Genau, also das merken wir auch bei Probefahrten von Kunden bei diesem Fahrzeug, dass dieses Reinsetzen und gleich losfahren, mit dem Schalter hier nur kurz erwähnt, sofort möglich ist. Und auch ganz viele Muss nicht alles wissen. Nee, ganz viele freuen sich dann unterwegs bzw. zu Hause mal mit diesem System hier an. Aber wenn du es filmst, kann sich auch schon jeder denken, was hier los ist. Ja? Also Temperatur einstellen. Hier oben sehen wir, das ist wie immer eine Navi-Funktion. Das ist unsere also unsere Musik, die wir wählen können. Mach mal an, Musik. Können Ja, wir jetzt nicht drüber zu laut reden. wegen GEMA und so. DAB Plus hat er natürlich drin, aber er kann direkt aus dem Internet auch Sender abrufen, gell? Genau. Wir können, also das ist wie du es jetzt magst. Also wir können online, jetzt müssen wir auf Frequenz gehen. Wir wollen jetzt noch auf eine Handyverbindung. So, können wir mal. Genau, das ist jetzt DAB Plus. Genau. So, du darfst gleich wieder leiser machen, wegen unserem. Das geht natürlich vom Lenkrad aus, Lederlenkrad mit drin. Genau. Es gibt auch eine lederfreie Ausstattung, wo du Leder gerade erwähnst. Also viele Kunden sagen ja heutzutage, sie wollen auch nicht mehr das Leder haben. Ja, also auch da. Echt, gibt's das? Ja, natürlich. Also auch da gibt es die lederfreie Ausstattung. Aus was ist sie dann? Ja, also das ist ein Alcantara. Sportex nennt Porsche das. Das ist so eine Nachempfindung von Alcantara und teilweise ist der Sitz mit so einem genähten Stoff. Ja. So, ich muss mich mal dran gewöhnen, dass ich so weit weg bin von dir. Ja. Aber wir müssen uns dran halten. Alles ein bisschen anders, aber wir sind, wir halten uns dran. So, jetzt hast du hier an der Seite, im Spiegel haben wir eben gesehen, da ist einer vorbeigefahren, 3 gelbe Signallampen. Das ist, wenn dir einer entgegenkommt oder Genau. wenn dich einer überholt. Der Totwinkelassistent, genau, richtig. Genau. Ja. Er ist halt gerade diese Thematik Sicherheit, Assistenzsysteme, die werden heute natürlich ganz groß geschrieben. Das erwartet auch jeder Kunde. Das siehst du auch hier. Was gibt's alles? Also ein Spurhalteassistent, der ein oder andere. Ich bin jetzt kein Freund davon. Aktive Spurführung, der dich immer wieder in die Spur zurücklenkt, was natürlich aber auf langen Fahrten auch wiederum manchmal sehr positiv ist.
Und du hast jetzt auch ein Display, wo du jetzt gerade drauf bist. Da sehen wir Ja, genau, wo ich habe befinden wir uns. schon befürchtet. Das heißt, ich kann hier was anderes machen wie in der Mitte. Genau, du kannst mich ärgern, dann ärgere ich dich zurück. So können wir hier hin und her spielen. Das habe ich früher mal gemacht bei der Sitzheizung. Die habe ich Genau. immer bei den Leuten einfach angemacht. Ja, so ist das. Heute werden bei Automatics die neutralen Gänge an der Ampel reingelegt, um einen zu ärgern. Früher hast du die Sitzheizung angemacht. Das hat mein Freund immer gesagt. Ich sehe es wieder an. Musste mal eine halbe Stunde warten, wenn er nicht mehr dran denkt. Ja, genau, So ist es. richtig. Aber das ist mit dem. Sitzheizung ist böse. Immer wenn man es merkt, ist es schon zu spät. Stimmt. Da dauert Dann ist es 10 richtig, Minuten. das ist richtig heiß dann. Ja, genau. Ja, cooles Display in der Mitte. Also es ist alles intuitiv, oder? Das heißt Sync, alles wie man es kennt. Ja, Das heißt, jetzt die Temperatursynchronisation. Wie ist denn das mit den Fahrmodi? Das kenne ich ja noch von den neuen Boah, wir sind auf der Autobahn. Wie cool. Genau. Merkst, ich werde ruhiger. Wir können mal gleich kurz, wenn wir kurz hin, müssen wir aufpassen. Kann man nicht. Hier ist 80. Ja, aber maximal 80, wir sind bei 60. Das heißt, jetzt können wir mal kurz nur mal, dass man vielleicht auch mal das Geräusch ein bisschen hört. Aber Das ist aber jetzt kein elektronisches Geräusch. Das sind die Motoren. nee, das ist ein rein elektronisches Geräusch. Ich lasse mich jetzt mal noch mal gerade ein bisschen runterfallen. Das ist hinter mir frei. Das heißt, jetzt gehen wir mal auf kurze 60 noch mal runter. Jetzt mache ich das Geräusch mal aus und mache noch mal die gleiche Beschleunigung. Achso, du kannst ausschalten. das Genau. Geräusch. Jetzt habe ich über die Taste hier gelegt. Sag mal, Machen wir mal aus. die Taste. Jetzt wird es schon etwas ruhiger. Und du. Ja, Also der geht jetzt schon es gut, ist aber weg. du tippst nur gerade, oder? Das ist nur wirklich antippen, berühren. Also wie gesagt, da sind wir noch mal bei den 4 Sekunden. Die Pferde nochmal, wie viele Pferde hat er? Nochmal? Pferdestärken. 530. 530 Pferdchen sind hier drunter. Genau. Ja, aber elektrisch. Das bedeutet, ich habe auch keinen Nachteil. Das heißt, ich schleppe die nicht mit mir mit, nötigerweise. Akkukapazität nochmal wie, ganz realistisch, 350, 400? Genau, also schau mal, was er jetzt hier, kommst du drauf, also 411 steht jetzt hier. Ja. Wir haben jetzt das Fahrzeug, ist ein Dienstwagen von uns, der auch für Kunden, die Interesse oder Spaß oder sich so ein Auto kaufen wollen, dran Ach, haben. der wird auch bewegt. Der wird bewegt und dadurch, dass er gewiss nicht doucement teilweise bewegt wird, weil die Leute wollen ja wissen, was kann mein Fahrzeug, was ich mir kaufen will, ist das eine Top-Reichweite, ne? Also 400 Kilometer. Und Genau, wenn du wir mal jetzt den Gas geben- Leuten mal erklärst, was das ist, Doucement, für Leute, die nicht aus Saarbrücken kommen. Okay, das ist Langsam. ruhig und langsam fahren, genau. Da merkt man nochmal unsere grenznahe zu Frankreich. So, jetzt gucke ich mal gerade hier oben. Ist natürlich cool hier mit dem Dach. Ah, du merkst die Sonne gar nicht. Das ist interessant. Also das ist hell. Genau. Du hast, das ist halt der Vorteil mit diesen Folien, auch wenn man die Hand dran legt, obwohl jetzt die Sonne den ganzen Morgen schon drauf geknallt hat. Kühl. Kühl ist jetzt übertrieben, aber zumindest mal, es ist warm. Ja? Also Jetzt darfst du 120 fahren, der hat automatische Kennzeichenerkennung. Funktioniert die auch in der elektronischen gut? du siehst es jetzt, genau. Also jetzt noch steht die 80 da, jetzt sind wir drunter durch, hat er die Er hat es 120 erkannt, weil realisiert. da haben ja viele Probleme, elektronische Schilder auszulesen. Ja. Das geht. Ja, das funktioniert eigentlich hier hervorragend. Das ist immer bei Porsche, viele, gerade mit dem 991, da kam ein richtig großes Update im Bereich Infotainment und so ist es auch hier. Ist manchmal ein bisschen später wie der ein oder Aber es andere funktioniert. Mitbewerber, aber dann funktioniert es zu 100%, genau, das ist wichtig. Ja. Sitze gut? Ich sitze sehr gut, also leider hat man noch nicht die Möglichkeit, mit dem Fahrzeug jetzt mal in Urlaub zu fahren durch die aktuelle Zeit, aber der reine Fahrkomfort, du siehst es ja auch, deine Beine sind toll angewinkelt, also man sitzt nicht wie manch anderer Mitbewerber sehr flach und dadurch irgendwann ermüdend. Das ist halt der Vorteil, dass man hier Fußraum aussparen konnte. Ne? Ja, die Frage aller Fragen, wann kommt denn der 911 elektrisch? Eine gute Frage. Ne? Also Porsche behält sich ja immer sehr, sehr bedeckt, bis ein Auto wirklich auf dem Markt ist. Kurz davor liest man Offizielles erst. In manchen Autozeitungen kann man dann mehr rauslesen, als der Hersteller von sich aus schon preisgibt. Aber das liegt auch daran, dass oftmals bis zum Ende noch was gefeilscht wird an dem Auto, also verändert wird. Ja? Und, aber auf deine Frage zurückzukommen, wissen wir noch nicht. Gibt es noch nichts. Ja? Ja, ich denke mir, das ist aber auch eine Sache. Man hat jetzt hier erstmal getestet, hat es ein bisschen gedauert. Man hat ja auch Wettbewerber aus Amerika, die, ich sag mal, auch so entsprechende Limousinen haben, die sehr komfortabel sind, die das Ganze so ein bisschen vorleben. Ist das gut umgesetzt im Vergleich zu denen? Das heißt, ich glaube, ihr habt sogar auf einigen Probefahrten den auch mal gefahren, oder? Genau, also den hatten wir immer dabei. Das ist auch ein sehr gutes Auto, auch im Sinne von Reichweite, muss man sagen. Aber eins steht natürlich, und ich denke, das wird auch jeder
jeder, der vielleicht einen fährt, ein Mitbewerberfahrzeug, egal welches Fahrzeug das jetzt ist, ob es ein großer ist, den du gerade angesprochen hast, oder auch kleinere. Fängt mit T an und hört mit La auf. Genau. Genau. Das heißt, ihr habt die ausprobiert, ist ja so, genau. Auch mal zu sehen, was die anderen können, ist ja kein Nachteil. Ist für uns ganz wichtig, du. Und ich sag nochmal, auch das sind ganz tolle Fahrzeuge, jedoch kommen die nicht aus einer Sportwagenschmiede und das merkt man halt. Ja? Also im Sinne von Kurvenverhalten, die Bremsen, je nachdem wie du unterwegs bist, die kommen sehr schnell an die Grenze ran, genau wie dieses Beschleunigen. Naja, das sagt aber jetzt jemand, der so ein Auto fährt, der richtig Fan ist, der sagt, hey, ich habe kein Problem. Aber du merkst den Unterschied schon, ne? Auch, also wie gesagt, beim Bremsen, du merkst es beim Beschleunigen. Wir haben teilweise Keramikbremsanlagen drauf. Das hat manch anderer Hersteller nicht. Der besagte Hersteller hat auch kein Getriebe in seinem Fahrzeug drin. Wir haben ein Zweiganggetriebe. Das sind alles Sachen, natürlich sind die etwas kostenaufwendiger, aber im Alltag und im Sinne von Sportlichkeit, wenn du einen Sportwagen fahren willst, kommst du da einfach nicht drum rum. Ja? Und das hebt uns ab. Also, ich muss auch sagen, preislich liegen da auch kleine Welten dazwischen. Das heißt, wir sind auf einem Niveau. Auf einem Niveau. Ja, wir sind eigentlich auf einem Niveau, wenn man es so sieht. Ja. Okay. Aber was ist das hier in der Mitte? Ist das der Tank, oder? Ja, hier kann die Batterie reinkommen. Nee, ganz normaler Aschenbecher Münzsammler. Du kannst es rausnehmen als Getränkehalter und funktionieren. Ja, sah aber ziemlich cool aus, deswegen habe ich gefragt. Nee, klasse. Also 83. Kann man das so einstellen, dass er automatisch nicht schneller fährt wie die Höchstgeschwindigkeit? Geht das? Genau, logisch. Also du hast hier an der Seite haben wir, wie bei Porsche immer, unseren Tempomat. Den drücken wir einmal seitlich, dann nach vorne. Es gibt eine Distanzregelung, da haben wir jetzt Stufe 3, die können wir auch kleiner stellen. Das heißt, wir wollen weniger Abstand zum Vordermann haben. Ja, und das sind alles... er bleibt aber immer im zulässigen Bereich. Genau. Wir gehen jetzt mal gerade auf den InnoDrive hoch. Wo haben wir denn? Ich muss es zuerst ausschalten, sonst lässt er mich da dran nicht rumspielen. Ja, es ist natürlich schon toll, dass der den Abstand hält, also je nachdem, wo man fährt. Er beschleunigt runter bis auf 0. Der bremst automatisch. Mit InnoDrive fährt er auch hinter dem Fahrzeug her im Stau. Das ist auch ganz interessant. Ja, heißt also, ein Stauassistent ist auch gleichzeitig mit an Bord. Und InnoDrive ist insofern sehr schön, weil der immer bei aktiver Routenführung 3 Kilometer im Voraus die Route checkt, kommt eine Kurve, schaltet er schon einen Gang zurück, kommt ein Gefälle. Ja, also dadurch spart man wiederum ein bisschen Benzin bzw. in dem Moment Elektro. Ja. Also mich stört das fehlende Motorgeräusch gar nicht, muss ich sagen. Im Gegenteil. Das ist interessant. Also ich habe es jetzt auch an. Wie gesagt, auch bei uns gehen die Meinungen dort auseinander, wo die Jungs sagen, nee, ich will total ruhig fahren. Ich bin jetzt aber eher so einer. Genau, du kannst es nachahmen, aber zu diesem Auto passt genau dieses Geräusch, was wir jetzt eigentlich so ein bisschen im Innenraum hören. Ja. Warte, ich zeige mal gerade nach hinten. Das ist schon cool. Wir haben dann auch was ganz Interessantes hier, die Frage zur Rekuperation, also zur Energierückgewinnung, ja, was jeder hat. Und die meisten, auch bei den Mitbewerbern ist es so, du gehst vom Gas und das Auto fängt an zu bremsen. Ja. Und das ist eigentlich ein sehr unangenehmes Gefühl. Aber das kann man aber einstellen bei vielen. Hier kannst du es einstellen auch. Das heißt, wir sind jetzt im Segelmodus. Ja, wenn wir das Fuß vom Gas holen, rollt der einfach. Ja. Das kommt dir eigentlich gar nicht vor, als würde er aufhören zu rollen. Manchmal bei Grund, da geht es sogar ein bisschen schneller, weil er halt wirklich viel Gewicht hat. Da merkt man dann erst das Gewicht berg runter oder hoch. Dann gibt es aber auch die Möglichkeit, dass wir ein paar Sekunden gedrückt halten und dann kommt hier so eine kleine Batterie mit Auto. Ja, und jetzt fahre ich mal kurz ein bisschen schneller und fahre mal auf den LKW auf. Jetzt rollt er und erkennt den LKW als Hindernis und fängt schon mal an zu bremsen. Macht er automatisch. Das macht jetzt alles automatisch. Also und er bleibt jetzt im zulässigen Bereich vom Abstand. Genau. Ja, genau. Er hört, genau, ne? Du merkst es jetzt. Also jetzt rollen wir zum Beispiel wieder. Er beschleunigt. Er hat automatisch einen LKW erkannt gerade. Genau, also mit diesem Automatik erkennt er immer ein Hindernis vor einem. Und das finde ich super interessant, weil er lässt rollen, wenn man rollen kann. Und rekuperiert erst, wenn er merkt, okay, vor mir ist ein Hindernis. Ja, es gibt ja viele Unfälle, da ist man mal kurz unachtsam, hat vielleicht einen Stauenden übersehen. Ja. Das wird hier schwierig mit dem Auto. Ja, also das System sollte greifen, auch der hat's, und sollte dann dementsprechend nach einer ordentlichen Warnmeldung, wo du normalerweise schon wachgerüttelt wirst, leitet er automatisch den Bremsdruck ein. Ne? Wenn du mal kurz mir gerade mal die Dämpfung zeigst, du hast es eben mal gezeigt mit rauf, runter, das kann er nicht während der Fahrt machen. Das heißt, dass
Display ist taktil, man kann es steuern per... Genau. Also wir haben jetzt hier, die Dämpfer sind jetzt blau hinterlegt. Wenn ich drauf drücke, können wir die auch gleich, können wir die auch nochmal ausschalten. Ja. Soft geht auch, Komfort? Richtig, also das kannst du dir so einstellen, wie du das magst. Das Auto hat halt im Gegensatz zu anderen Fahrzeugen, wo wir bis jetzt immer, ich gehe mal gerade drauf hier, das heißt, wir können jetzt auf die Einstellung gehen, dann gehen wir mal auf den Drive-Modus und da siehst du jetzt, wir können es zwischen Mittel, abgesenkt und tief. Machen wir tief? Machen wir mal. Da wird er entsprechend härter, genau. oder? Ja, nee, er fährt das Auto extrem weit runter. Und wir kennen bis jetzt von Porsche nur die Modusen Lift, Mittel, abgesenkt, eventuell noch SUV, ja. Also Offroad. Tief ist bei dem Auto ganz sinnvoll, weil, wie am Anfang des Videos gesagt, du hast ja einen ganz, ganz tiefen Schwerpunkt, unsere Batterie unter uns. Und jetzt liegen wir so tief eigentlich, dass Kurvenfahrten, schnell in die Kurve, Sportwerk, gerade Strecken, ja. Die machen jetzt richtig Spaß. Weil jetzt kleben wir wirklich auf dem Boden. Gefährlich natürlich für Parkhäuser, Einfahrten, Bordsteine. Und dafür ist der Knopf hier eigentlich ganz cool. Das heißt, egal in welchem Menü du hier drin bist, du drückst hier drauf und er geht automatisch jetzt nicht. Der ist jetzt zu schnell, aber, genau, aber klar, verstanden. Du drückst hier drauf und er geht automatisch dann bei dir zu Hause in die Option rein. Du fährst den Bordstein hoch, sobald du schnell losfährst, geht er hier nochmal runter. So, er darf mal 100 fahren. Gleich kommt eine Strecke, da können wir beschleunigen, ohne Geschwindigkeitsbegrenzung. Da können wir mal kurz beschleunigen. Die ist aber so kurz. Die ist kurz, aber herzlich. Du kannst vielleicht dann auch auf deinem Bildschirm, da sieht man ja ganz gut, das haben wir jetzt ja mal so eingestellt, dass du auch so ein bisschen die Strecke verfolgen kannst. Die Strecke kommt gleich. Die Flucht nach vorne, großes Thema, Sicherheit durch Beschleunigung. Das ist bei Porsche immer ein Thema gewesen. Ich kann aus einer Gefahrensituation einfach rausfahren. Ja. Also natürlich, die Beschleunigung hier ist exorbitant hoch, weil wir kein Drehmoment haben. Ne? Also wir haben volle Leistung, so wie wir sie brauchen. Da haben wir hier noch eine Sporttaste. Warte mal, Sport. Ja, genau, dann schaltet er nochmal. Ja, da vorne, das ist das Schild, was du liebst. Das ist das Schild. Jetzt kannst du auf die 105 gucken. Jetzt geben wir einfach mal kurz Vollgas. Und wir sehen, wie er hochläuft. So, bei 200 machen wir jetzt einfach mal Stopp. Nee, ne? Das ist ja wie PlayStation. Und wir fahren wirklich, es ist verrückt. Ne? Also, hast du nicht gemerkt, aber du hast jetzt nicht ganz durchgedreht, ne? Ja, das war, also natürlich während der Fahrt, das war jetzt 100 bis 200, das war jetzt voll das, was er leisten konnte. Ne? Okay. Mit 2,2 Tonnen Leergewicht, hier sind wir sogar noch ein bisschen drüber. Wir zwei sitzen drin, wir haben Ausstattung an Bord, also es ist schon sensationell. Ne? Ja, das ging jetzt schnell. Aber es ist ja so, das ist eine Reiselimousine. Soft geht auch. Kannst du mal so Soft einstellen, das Fahrwerk? Können wir auch mal, genau. Das heißt, du hast in dem Moment, gehen wir mal auf das Fahrzeug, hier können wir alles einstellen. Ich bin ja schon zweifacher Opa, da willst du eher Soft haben. Da wollen wir hier normal rein. Ja. Ah ja, jetzt schon weicher. Direkt. Das fühlt man gar nicht. Das ist wie bei der Telefonie, Genusstelefonie. Ja, jetzt ohne Witz. Also ist jetzt gerade so die Bodenwellen und so, die werden jetzt abgefangen. Genau. Und wir sind jetzt auf Niveau abgesenkt, der holt es etwas nach oben. Ja. Okay. Er macht das aber teilweise automatisch, oder? Sag mal, wenn ich jetzt Gas gebe und habe so ein ganz brachiales Drehmoment, was die Elektromotoren ja haben, erkennt der Schlupf und so? Das heißt, also wenn es jetzt nass und Schnee und sowas? Gut, das hängt damit zusammen. Also als 4S muss man natürlich jetzt dabei sagen, also als Allradgetriebener, da hast du immer das Thema, dass natürlich alle Räder durch die Elektromotoren dir auch die gleiche Kraft nach vorne geben. Aber ja, du wirst es schon merken. Und die Systeme regeln natürlich dementsprechend ab und würden das Fahrzeug nochmal einfangen. Ne? Gut. Du bist wahrscheinlich noch nie in einer Situation gekommen, wo du sagst, oh, gefährlich. Also, was du eben angesprochen hast, wenn so ein Fahrzeug uns vorgestellt wird und das macht Porsche eigentlich immer ganz clever, weil man muss ja sehen, das ist ja weltweit, wird auf dieses Fahrzeug geschult und das findet immer an einer Position statt. Und das ist meistens in Spanien, auf Mallorca, weil das über eine gewisse Zeit geht und dort immer natürlich perfekte Bedingungen sind. Also da ist es warm, kommt kein Schnee. Man kann abends noch was trinken. Maximal mal Regen. Also vom Ballermann, das macht Porsche auch geschickt. Da sind die Schulungsorte sind weit weg davon. Aber ist auch gut so. Es geht ja um eine Schulung. Gibt ja genug Möglichkeiten, ein anderes Mal dahin zu fahren. Mallorca, ja, okay.
Man hätte ja auch nach Herne fahren können auf die Teststrecke, aber nee, jetzt ohne Witz, da ist halt schöneres Wetter, das heißt, ich kann auch im Winter mal hinfahren. Du, das war jetzt die haben trainiert von Oktober bis Februar, bis in den Februar rein, ja, und das kannst du halt durchgehend nur dort in dem Bereich machen. Klar, wenn es hier schneit oder irgendwas ist. Aber die Basis der Fragen: Wenn du dort auf der Strecke bist und fährst mit dem Auto in Extremsituationen und mit 2,2 Tonnen quietschend in eine Kurve rein und das bricht dir einfach nicht aus, da merkst du eigentlich erst, wie viel du damit anstellen kannst. Sag mal, es gibt doch so ein entsprechendes Display, wo man sehen kann, wie der Energiefluss ist bei vielen Autos. Genau. Habe ich das hier auch? Genau, wir haben hier, gehen wir mal auf den Trip, jetzt sehen wir so ein paar Ladeeinstellungen. Mal gucken, weil ich habe nämlich eben gesehen, du hast die Rekuperation ganz ausgeschaltet eben. Die war aus. Genau. Ehrlich gesagt, das ist auch so wir verbrauchen etwas weniger, aber es ist nicht so wie jetzt bei unseren Hybridmodellen, dass du nochmal damit lädst. Das funktioniert nicht. Also dafür ist die Batterie viel zu groß. Er verbraucht zwar etwas würde weniger. Aber was bringen. Das heißt, der Verbrauch würde zurückgehen, die Reichweite würde etwas steigen. Genau. Wenn ich jetzt einen Bergpass habe, die Bremse wird noch nicht so beansprucht. Richtig, das sind alles Vorteile, die du damit... Wenn du einen Bergpass hast, das hatten wir auch schön nachspielen konnten, da hast du natürlich in der Rekuperation einen riesen Vorteil. Da kommst du wirklich unten mit mehr Kilometer an wie oben. Ne? So, 383, interessant. Wir sind gestartet, glaube ich, mit etwas über 400. Genau. Jetzt sind wir in Saarlouis, das kommt hin, oder? Genau, also wir sehen jetzt, wir haben jetzt 5%, 4% auf der Strecke verbraucht. Also wir sind gefahren von Saarbrücken nach Saarlouis. Vielleicht, das sind so 20, 23 Kilometer ungefähr. Genau, richtig. Ja. Haben einmal ordentlich Gas gegeben. Das sind die Momente, wo natürlich die Batterie am meisten gefordert wird. Aber es ist, wie du sagst, ne? Also 80 Kilometer mit 411 knapp gestartet. Cool. Das heißt, ich kann jetzt von hier aus noch nach Düsseldorf fahren, wenn ich will. Genau. Zur Not, was ja nicht schlimm ist, laden wir unterwegs. Das ist ganz gut. Also das Navi können wir nachher mal zeigen. Du kennst ein Navi, wenn du jetzt sagst, du fährst nach Düsseldorf oder nach München, holen wir mal München gerade, dass er sagt, Start, Ziel. Bei uns ist es so, der zeigt dir den gleichen Weg. Der zeigt dir den gleichen Weg an. Achso, und sagt dir die Reichweite noch oder wo man laden kann. Richtig, würde dir dann aber noch anzeigen, wo musst du unterwegs laden. Holen wir mal gerade rein. Gemeinde Düsseldorf. Wir fahren an deine Lieblingsadresse zum Shoppen auf die Kö. Wie sich das so gehört. Du kennst mich schon zu gut. Mensch. Man kann aber auch Sparsteuerung machen, oder? Du kannst auch Sparsteuerung machen. Wir zeigen es jetzt mal so. Wir machen jetzt mal das Zentrum, genau, dass man ein bisschen den Weg sieht. Natürlich, Sparsteuerung geht alles auch. Fahr mich zum nächsten Ladepunkt, Restaurant so und so. So, er zeigt jetzt noch mal kurz an. Fahrmodus sind wir jetzt noch im Sport drin. Hat das die Reichweite, das Blaue? Genau. Nee, meinst du das hier? Nee, das ist einfach nur untertitelt. Wir gehen jetzt mal aus Sport. Nein, hier ist jetzt so ein blauer. Ach so. Das ist die Reichweite. Sorry, genau, ja. Du siehst auch bei Sport, wenn ich das reinmache, kommt sofort eine andere Kilometerleistung raus, ne, wie wenn ich jetzt Sport dementsprechend deaktiviere. Es gibt auch Eco, gibt es sowas auch? Gibt's auch. Es gibt auch Range, das sind so verschiedene Modusse, die du wählen kannst. So, jetzt machen wir das da mal ganz kurz weg und sagen einmal Start. Eco, achso, Klima auch Eco, das heißt, die wird dann abgeschaltet? Richtig, also Range-Modus kannst du auch nur eine gewisse Kilometerleistung nutzen. Das heißt, da wird wirklich also bei Eco wird noch nicht Klima. Wir haben jetzt zum Beispiel Klima Eco und du merkst, der macht wirklich angenehm kühl. Ja? Natürlich bei Elektro auch das Schöne, wenn es kalt ist, der ist sofort warm, weil es gibt ja keinen Motor, auf den er warten muss, der normalerweise die Wärme abnimmt. Und ich nehme an, dass der die Wärme auch nicht über einen Widerstand erzeugt, sondern über einen Kompressor, oder? Das heißt, der hat einen der hat so eine Wärmepumpe. Wärmepumpe, genau, damit er sehr effizient ist. Ja, cool. Cooles Auto. Der Preis, was kostet er? Also der 4S startet bei knappen 100 oder guten 100.000. Achso, ich kriege einen 4S für 100.000 brutto? Ja, inklusive Mehrwertsteuer, genau. Ja, also deswegen sage ich, wir sind voll mit allen Mitbewerbern dort mit drin. Stimmt, ich dachte jetzt immer so 180. Was ist denn das für ein Modell? Bis zum Turbo S geht's hoch. Ja. Ah, okay. Der hat denn... Das hier ist der 4S. Ist das Einstieg, 4S? 4S ist aktuell Einstieg. Man kennt ja auch, dass noch ein 4 kommt. Das wissen wir jetzt im Moment noch nicht. Also von der Motorengeneration her ist es immer so, dass Porsche auch hier durchzieht. Welcher ist es? Der 4S mit den 530 PS. Dann geht Turbo bis Turbo S, wo dann auf 700 hochgeht. Kann man sich so wählen, wie man möchte. Aber man muss ehrlich dabei sagen,
mehr braucht man nicht. Das ist schon eine wahnsinnige Leistung, was man hier abrufen können. Also wäre doch wichtig, Turbo, der wie viel PS hat der? Wie gesagt, geht bis zu 700 PS. Dann 700? Ja. Das merkt man schon? Hast du einen Turbo mal gefahren? Ja, das merkst du schon, natürlich. Also, aber du hast ja auch gemerkt, wie der hier durchzieht. Ja? Also derjenige, der das möchte, dass mehr Leistung ist, Porsche stellt es bereit, genau. Eine kurvige Strecke, ja. Wir sind hoch, mittlerweile über dem Saarland und jetzt geben wir mal ein bisschen Gas. Ja, und es ging aber hoch, muss man sagen. Also mit einer Steigung so 6-8%. Genau, und jetzt sehe ich noch gerade, wir hatten noch einen falschen Gang drin, den Range-Modus, aber macht das nicht automatisch? Eine Kurve kommt noch. Nee, wir müssen ihm schon sagen, was wir genau wollen. So, einmal kurz, klicken wir an. Aber jetzt hier in St. Barbara, ja, ist ja gut. Von 30 auf 60 direkt. 30. Und wieder runter auf 50. Und wieder runter, ja. Das haben wir gemacht. Aber es ist so, du lärmst halt nicht. Das heißt, du nervst niemanden, wenn du jetzt in der Stadt mal kurz an der Ampel Gas gibst. Genau, also das Auto ist sehr ruhig und wie gesagt, du kannst halt mitschwimmen, ja, und keiner dreht sich rum, wenn man auch mal jetzt Gas gibt, weil er halt einfach ruhig bleibt. Ja. Das ist ja, viele sagen ja auch, Mensch, die meisten, die wo Power haben, die machen auch Krach. Das ist ja Gott sei Dank bei Porsche eben nicht mehr so. Jeder weiß, der hat Leistung, die muss man nicht unbedingt hören. Sie klingt immer noch sehr gut, immer noch wie ein Porsche, aber halt eben es klingt so wie laut. Es klingt wie Star Wars so ein bisschen. Hier ja. Ja, oder? Sollen wir es mal ausmachen oder ist es besser, wenn es an bleibt? Achso, es ist jetzt an, oder? Es ist Star Wars an, ich mache es mal aus. Jetzt haben wir noch mal. Jetzt ist ruhiger. Genau. Jetzt ist es ein gutes Stück ruhiger. Aber ich hatte ja in dem letzten 11er jetzt einen Klappenauspuff drin und ich hatte den immer seltener an, muss ich sagen. Also immer nur, wenn ich irgendwie kurz vorm Tunnel. Also ich liebe die Klappenauspuffanlage. Das ist eigentlich Must-Have, wie viele dieses Chrono-Paket wollen, um direkt den Sportmodus einzustellen. Er hat es jetzt auch nicht. Sonst hätten wir hier so ein Knöpfchen am Lenkrad, wie du es kennst oder wie man es schon in anderen Berichten gesehen hat. Aber ja, das Schöne ist halt, du kannst sagen, ich habe richtig Power und trotzdem dröhnt mir nicht der Schädel, wenn man mal von hier nach Hamburg oder nach München fährt. Ja. Man kann es abschalten, das geht hier auch. Das heißt, ich kann es sehr leise machen, das Auto. Genau. Er ist schon extrem leise. Also das ist, eigentlich muss ich sagen, mein neuer Twingo ist auch leise bei 50. Ich muss mich dran halten hier, ne? Aber so leise ist er nicht. Das sind ja auch Themen wie Windgeräusche, ja? Also auch eben, wo wir schnell gefahren sind. So, jetzt darfst du mal ein bisschen 100 fahren. Boah! Also du bist jetzt schon bei... gar nichts. Ne? Ja, du warst schon auf 100. Ja. Deswegen war so dieses... Wir können noch mal kurz den Sprung holen. Vielleicht zeigen wir gleich mal noch einen... ja, ist ja gut. Also. Das ist schon gleich. Du weißt ja, die Führerscheinregelung ist noch nicht geändert. Nein. Ab 20 gibt es Fahrverbot. So, jetzt fahren wir auf den Flughafen. Schöner kann man kein Fahrverbot bekommen hier. Genau. Fahren wir auf die. So, selbst mein Gimbal hat sich jetzt hier schräg gestellt. Bei der Kurvenlage. Fahren wir Richtung Flughafen, dass man vielleicht auch noch einmal so eine Session von außen sieht, wie er eigentlich Gas gibt, weil hier drin die Geschwindigkeit kommt, glaube ich, schwer rüber. Ne? Das ist schwer nachzuvollziehen. Ich bin ja auch viel Kummer gewohnt bei dir. Deswegen war so das Beschleunigen, hat mich jetzt... Also schon brachial, aber ich muss auch sagen, wer drauf steht, ja, die Leistung ist da, wenn man es braucht. Genau. Aber du musst es nicht machen. Nee, das ist die Hauptsache, das, was du jetzt sagst. Also normalerweise, du gleitest mit, so wie wir jetzt auch fahren, 60, 80. Aber wenn du mal beschleunigen möchtest oder eben den Fahrspaß haben willst, jetzt wäre hier auch eine schöne kurvige Strecke, wir lassen es jetzt. Ja, mach mal. Dann, da darfst du ja die Kurve, Rollsplit, mal gucken, wie er driftet. Das sehen wir schon, hier machen wir noch ein bisschen lang. Zart. Genau. Ja, aber du hast ein Auto auf die Landstraße, du kannst ja mit den Kurven fahren, du hast einen echten Porsche. 100%, und das ist das Schöne. Ja. Also es ist alles gemacht dafür, das Fahrwerk ist auf allerhöchstem Niveau. Das, was die Ingenieure und Techniker entwickelt haben, alles das steckt hier drin und das merkst du auf jeden Kilometer, auf jedem Meter. Ja. Ist der Flughafen bald da? Genau, wir fahren jetzt vorne einmal biegen wir ab und dann sind wir auch schon gleich dort. Ja. Man darf die Fahrbahn benutzen vom Flughafen oder hast du vorher angerufen? Wenn wir mal Flügel haben, können wir sogar noch ein bisschen, hier siehst du schon einen wunderschönen Ausblick, den können wir dann auch noch erreichen mit Sicherheit mit der Leistung hier, aber wir müssen uns außerhalb des Geländes aufhalten heute. So, wir sind in Kerlingen, das ist hier
Im Saarland sind wir, in der Nähe von Felsberg. Gell? Genau, ganz genau. Da kommen wir nachher, Felsberg fahren wir nachher noch durch auf unserem Rückweg. Also wenn Sie mal nichts zu tun haben, Sie können auch bei der Abholung im Porsche-Zentrum Ihres Fahrzeuges dann die schöne Landschaft genießen. Ist schon schön hier. Viele machen hier Urlaub im Saarland. Sehr waldiges Gebiet. Und jetzt fahren wir nach Düren. Da ist nämlich der Flugplatz. Da üben auch die Fallschirmspringer der Luftwaffe, der Bundeswehr. Richtig, genau. Die springen dort auch. Das ist auch ein schönes Fallschirmsprungzentrum. Wenn du jetzt hier entsprechend kleiner machen willst, wie geht das? Also du könntest jetzt über die Taste hier unten. Achso, da ist ein Touchpad hier unten. Genau, Zeig mal, das ist ein Touchpad. Genau, wir sehen jetzt hier oben gar nicht so viel, weil das Problem ist einfach. Jetzt mach mal kleiner. Es ist nicht viel. So können wir jetzt wegzoomen, das Ganze. Da kommt die Deutsche Post als Elektro. Auch ein Elektroauto. Genau. Oder nochmal dementsprechend ranzoomen. Deswegen sage ich, immer da, wo deine Hand ist, da kannst du eigentlich alles mit steuern. Du musst noch nicht mal hier oben an dieses Display gehen. Ja. Cool. Ja, jetzt sieht man aber schon die Currywurst, die du heute gegessen hast. Aber es ist ja alles eben, das heißt, einmal drüber wischen geht. Ich habe also keine Knöpfe, wo ich drumherum wischen möchte. Das ist ja Leute, die irgendwas sauer haben möchte. Alles ganz clean, die Optik. Richtig. So ist es auch gehalten. Auch dass keine Sonne, wenn sie drauf strahlt, du siehst, es ist eigentlich verspiegelt. Aber es ist so, wenn die Sonne drauf knallt, auch auf das Display, da spiegelt nichts zurück. Also du kannst es immer toll ablesen. Man sieht das auch, hier sind so kleine Sonnenschutzblenden integriert ins Dashboard. Genau, so ein bisschen nach hinten versetzt, dass da nichts passiert. Boah. Hier. Ja, ich merke es gerade. So. Mein Frühstück. Flugplatz. Also ihr kriegt das gar nicht mit, ja. Der ganz liebe Michael, der bringt mich gerade. Ach, hier. Hier können wir mal. Wie schnell darf man denn hier fahren? Gerades Stück. Also hier ist noch frei bis vorne hin. Hier dürften wir noch die 90 bzw. 100 km/h fahren. So, jetzt können wir das Auto mal von außen sehen. Hier ist der Michael, grüß dich. Hi Sven. Ja, du weißt, bis maximal 60 lass dich heute mal beschleunigen. Genau. Du darfst mal voll durchdrehen, aber es gibt so einen Modus wie beim Elva, dass man so Kupplung und Gas gleichzeitig tritt, gibt es nicht, oder? Nee, also doch, natürlich. Wir haben auch diesen Launch Control nennt sich das ja bei Porsche. Wenn du das Chrono-Paket hast, das fehlt dir. Das heißt, wir gehen jetzt ganz normal von der Bremse auf Vollgas und machen es, wie du sagst, bis maximal 60 km/h. Weil man ja nie weiß, was ist jetzt gerade los da vorne. Ja, aber die Strecke ist frei. Hier kommt nichts, kann nichts passieren. Nee. So, dann darfst du mal fahren. Du darfst oben mal drehen und zurückkommen. Dann kann ich dich mal sehen in deinem Fahrzeug. Okay? Machen wir so. Da ist er. So, jetzt. So, ich gebe dir ein Zeichen. Auf die Plätze. Fertig. Los! Krass. Und es geht hier berghoch. Das war schnell. Jetzt kommt er mal zurück. Mal gucken, was er... Es ist übrigens ganz dahin dieser kleine Punkt, das ist er. Und feuerfrei. So cool. Kann man es ein bisschen sehen, denke ich, ja, oder auch mal hören, ja, diese Soundkulisse. Weißt du was, du bist ja gerade eben runtergefahren. Wenn du einmal die nächsten 20 Meter mal Vollgas gibst und hier runterfährst, mach mal. Sollen wir hier runter? Ja, mach mal. Ist gut? Unglaublich. Der geht wie Schmitz Katze. Und nochmal hoch. Was ganz krass ist, wie der bremst. Das heißt, der bremst wahrscheinlich mit den E-Motoren mit, oder? Also der bremst mit allem runter. Die E-Motoren, die schalten komplett aus und du merkst eigentlich diese Bremsanlage, die das Auto hat. Das können wir auch mal... Ist das Stahl oder Keramik? Das ist jetzt eine Stahlbremsanlage. Es geht natürlich noch extremer. Ja, wobei die bei Porsche immer gut ist. Die hier ist schon so aufs Auto dermaßen ausgelegt über... Ich fahr mal da kommt ein Auto. Rüber. Genau. Mal gerade mal rüber. Ne, cool. So, ich komme mal rein, dann sieht man auch die Optik hinten. So, wir müssen an der Ladesäule fahren. Genau, wir holen
holen noch eine mit, das haben wir gesagt. Und wir holen jetzt einen Lader, wo man mal sieht, wir haben zwar immer noch 360 Kilometer hier drauf, also eigentlich erst 40, knappe 50 verbraucht, obwohl wir jetzt schon ordentlich mit dem Auto gearbeitet haben, was Leistung wegnehmen würde. Also es ist ganz gut, aber ich will mal zeigen, wie es im Schnelleren geht. In Saarlouis ist maximal 20 kW. Jetzt fahren wir mal an einen, wie wir ihn auch am Porsche-Zentrum haben, dass wir mal sehen, wie es funktioniert. Jetzt zeigen wir mal, wie wird aufgeladen. Wir stehen am Lidl. Ja, und der Michael ist nämlich ein kostenbewusster Mensch. Hier lädt Lidl nämlich auf und das Ganze soll kostenfrei sein. Wir haben es noch nicht probiert, aber sie haben tatsächlich einen 50 kW Lader. Das ist schon ganz gut. Genau, das probieren wir jetzt mal aus. Also hier hätten wir jetzt die Möglichkeit, ziemlich schnell zu laden. In kürzester Zeit, wo wir einen Einkauf erledigen. Lidl sagt, während der Öffnungszeiten kostenfrei. Wir probieren es jetzt einfach mal aus. Ja? Ja, bitte. Du bist ja auch schwerer, du bist auch Kunde bei Lidl ab und zu. Selbstverständlich. Ja. So. Das ist jetzt, wie gesagt, normal bräuchten wir den oberen Kreis zu Hause. Jetzt mit Gleichstrom holen wir den unteren. Heißt also, hier sollte es jetzt schneller vorwärts gehen. So, da wollen wir uns auch gerade mal. Jetzt geht's schon los. Jetzt müssen wir schauen. Also, wir wollen Den schnellen. CCS, genau. Ja. Drücken wir jetzt mal drauf. Connect your vehicle and press start button. Mach mal. Und? Gibt uns nicht frei. Please wait. This mal, may take a few moments. Ja jetzt erst aufbaut. Warten wir kurz. Ich bin hier so ein Sprachgenie. Deutsch. Fehler, Ladevorgang. So, Okay, also was nochmal neu? müssen wir es ja auch erstmal. Ausgangszustand prüfen, bitte warten. Wobei das ist eigentlich der nächste Schritt. Ne? Normalerweise kommuniziert das Auto ja mit dem Lader. Das heißt, wir gehen in der Regel. Die machen so einen Handshake. Praktisch geben sich die Hand und sagen, ich bin der und der. Genau. Braucht nie die Leistung. Genau. Also zuerst mal ist ja Thema 1, wir holen das Teil raus. Wenn es jetzt nicht geht, holen wir den an der Seite. Der ist mit 11 kW. Lose. Genau, der ist immer lose. Aber warte, ich würde es noch einmal gerne probieren. Der hat Typ 2, 43 kW. Genau. Jetzt ist er, wir kriegen wirklich. Status-Steckverbindung. Ja, ist nicht. Jetzt geht er. Aus. Ja, das ist aber nicht, das ist aber. 50 kW DC. Wir müssen anscheinend irgendwas hier tätigen. Zieh mal. Er ist grün, ja. Also wir müssten ihn eigentlich bekommen. Zieh mal fester. Vielleicht kommt er ja. So, Sven. Wir tauschen einfach. Ich halte die Kamera und du machst. So. Also, jetzt machen wir ihn mal rein. Ich wollte nichts kaputt machen auf Kosten von Lidl. Also, jetzt ist er angestöpselt. Jetzt probieren wir mal diesen CCS-Start zu drücken. Mach mal. Also, starten. Jetzt Krass. gucken wir, was er sagt. Siehst du, ich bin eingestellt. Einmal feste ziehen. Bist der Hammer. Ich sag's ja immer. Jetzt auch vor Kamera. So, jetzt sprechen die miteinander. Genau, jetzt kommunizieren die miteinander. Jetzt gucken wir, ob das Thema passt. Wie gesagt, mit den. Ist da eigentlich innen was zu sehen, wenn es geladen wird? Sieht man am Display was? Du kannst auch auf dem Display innen sehen wir auch was. Also er rauscht jetzt Fängt schon an, mal, rauscht schon mal. Genau, Der Lüfter geht los. Genau, das ist eigentlich so ein Thema, dass er anfängt aufzubauen, das Ganze. Da waren die ja schon Vorreiter, hier einfach mal so Ladestationen hinzustellen. Ja, Gut. das ist gut. Ne? Also es kommen jetzt auch immer mehr Kaufhäuser und das ist auch das, was wir dem Kunden sagen, auch wenn es jetzt nicht gerade unbedingt der Taycan ist, der fast nur aus Batterien besteht, sondern auch sondern auch ein kleineres Hybridfahrzeug von uns, dass man mal sagt, du, ich lade mal eben schnell, ne? Während dem Einkaufen. Jetzt muss man dazu sagen, der hat jetzt 86%, der lädt, glaube ich, die letzten 10 oder 20% lädt er langsam. Genau, also er lädt dann ein bisschen langsamer, aber man sieht ja schon, was rauskommt. Also der lädt. Ach, der hat schon gleich 1 kW. Genau, und das meine ich. Also das geht schon relativ zackig. Ne? Also da werden wir auch gleich sehen, wie die 86 hochgehen. Und das ist Spaß. Ne? Und das ist natürlich toll. Wenn du überlegst, wir laden kostenfrei. Also wir haben weder eine Karte dran gehalten. Wir wissen jetzt auch fest am Stecker ziehen, dass man bedienen können. Aber es ist ja so, wenn du jetzt unterwegs bist, man macht ja so seine Erfahrungen. Ich habe zum Beispiel ein Gasauto, einen Gastank bei uns im Wohnmobil, im Senderwohnmobil. Da muss ich auch erstmal üben, wie geht das mit Flüssiggas und so. Das ist am Anfang so, da hat man vielleicht ein bisschen Bammel davor, aber wenn man es ein, zwei Mal gemacht hat. Der Alltag macht's halt. Und wie gesagt, auch jetzt eben dieses, dass man, tippen wir nochmal drauf. Genau, der Connector-Status. Der hier lädt. Ne? Gucken wir mal gerade, wobei wir sehen es auch gleich auf dem Auto mit Sicherheit. Hat schon 1 kW drin.
1 kW ist schon drin, genau. Okay, das heißt, wenn ich jetzt hier zum Beispiel 20 Minuten einkaufen gehe, 20 Mal, dann dürften so 20 kW reinfließen. Wir reden dann in Euro über schon 20 mal 50 Cent, über 10 Euro. Ja, plus minus. Ne? Wir müssen jetzt im Auto mal gucken, vielleicht zeigt es uns das Auto an. 87%. Oftmals, genau, jetzt geht so, oftmals siehst du auch schon nach 2 Minuten 1%. Also das ist ganz cool. Ne? Und hier könnten wir wirklich in 20 Minuten fast nochmal auf 100% gehen. Ne? Hier steht da der Taycan hier vorne. Gut, der Nachteil ist, es ist ziemlich weit weg vom Einkaufswagen. Du müsstest dann 5 Meter weiter drücken. Ach so, das sieht man innen auch? Genau. Ne? Warte mal, ich zeig mal. Gehen wir gerade hoch. So. Also Batterie. Jetzt sieht man die Reichweite, wie es hochgeht. Genau, also er sagt jetzt auch oben jetzt Batterie geladen um 13:01 Uhr. Also manchmal zeigt es auch die Säule an, aber in dem Fall müssen wir jetzt aufs Auto gucken. Die Säule zeigt es dir nicht an. Also jetzt gucken wir gerade, genau, halbe Stunde wäre er voll. Ne? In einer halben Stunde? In einer halben Stunde. Wobei wir jetzt sagen müssen, da spielen jetzt verschiedene Faktoren eine Rolle. Es ist in der Tat so, die letzten 20, also von 80 auf 100, dauern genauso lang wie die ersten 80, von 0 auf 80. Das ist halt aus Batterieschongründen so, dass die letzten 20% immer ganz, ganz sachte geladen werden. Und das Auto ist jetzt von der Batterie nicht unbedingt vorkonditioniert. Wir haben jetzt zwischendurch mal Gas gegeben. Der wusste jetzt nicht, dass wir hier laden. Es ist so, man kann sagen, zum Beispiel im Winter, dass ich irgendwo hinfahre, dann wärmt das schon mal die Batterie vor. Genau. Also beim Navi ist das Tolle. Bei aktiver Zielführung hast du immer den Vorteil, dass du sagen kannst, der schlägt ja eine Ladestation vor. Und der weiß, du bist jetzt in den nächsten 10 Minuten an der Ladestation und kühlt dann eventuell die Batterie schon runter. Er kühlt sie runter, genau. Beziehungsweise erwärmt sie, je nachdem. Oder erwärmt sie, genau, ja, genau. Wie du sagst, um die bestmögliche Ladetemperatur. Also wir können jetzt mit Sicherheit mehr ziehen als das, was wir jetzt gerade ziehen. Ja. Okay, das heißt, wäre jetzt zum Beispiel bei 50%, dann wird es auch viel schneller gehen? Genau. Wird auch schneller gehen. Aber man sieht hier nochmal, das ist jetzt das perfekte Beispiel. Du fährst hier hin, gehst kurz einkaufen und lädst kostenfrei dein Auto. Ja, und das ist noch, muss man sagen. Da vorne ist ja auch noch so ein Chipkartenleser, ist ja schon dabei. Man weiß ja nicht, wie lange das noch kostenlos ist, aber es steht mal hier. Ja, man muss aber auch dabei sagen, der Chipkartenleser ist natürlich aktuell auch, wenn du hier nach 20 Uhr laden willst oder am Wochenende sonntags. Ne? Ach so, das ist während der Einkaufszeit. Du kannst, das Teil ist freigegeben, ja, für immer zu laden, aber während der Einkaufszeit ist es kostenfrei. Das sagt jetzt zum Beispiel die Kette Lidl. Ja? Okay, verstanden. Und das machen relativ viele so als Service-Element? Ja, also auch wir, jedes Porsche-Zentrum. Wir sind jetzt, viele verlangen sich natürlich auch eine Kleinigkeit. Wir sind jetzt noch zum jetzigen Thema auch, wo wir sagen, bei uns kann kostenfrei geladen werden, egal welches Hybridfahrzeug das von uns ist. Das ist schon mal auch ein gutes Zeichen. Also so, wenn du mal kurz nochmal drauf tippst. Wir sind über 80 Zentren in Deutschland, wo du schon kostenfrei laden kannst. Irgendwas rein, 89. Sehr cool. Ja. 3,7 kW schon drin. Ja. Ist natürlich mit dem Schnellladen schon gut. Das ist eine feine Sache. Ja. Das wäre jetzt mit dem anderen DC, da wäre es nicht so schnell. Also das hier ist jetzt, das ist jetzt ein eigener Stecker. Das ist so eine andere Norm. Genau, das hier ist jetzt für einen Mitbewerber Tesla. Die haben zum Beispiel Tesla kommuniziert, sodass die sagen, du kannst zum Beispiel einen Tesla bei unseren Systemen laden, das funktioniert, aber wir können keinen bei Tesla laden, weil Tesla nur eine Freigabe gibt für Tesla-Fahrzeuge. Das heißt, diese Kommunikation, die du eben gesehen hast, wo die Zapfsäule mit dem Auto aufbaut, da sagt Tesla, nee, du bist keiner, du lädst hier nicht. Das würde passen, also vom Stecker? Passen würde es, aber die geben es halt nicht frei. Ne? Ja, vielleicht ist auch das softwaremäßig irgendwann mal anders. Vielleicht geben die es irgendwann mal frei, aber im Moment, wie gesagt, es gibt ja genug Punkte. Hier seitlich sehen wir den kleinen Anschluss. Ja, also über den hätten wir jetzt auch laden können. Das ist dieser, den wir auch zu Hause haben. Der Drehstrom, der Wechsel. Genau. Das geht jetzt hier in die Säule zu Hause, entweder in 230 Volt oder Starkstrom. Ne? 1632 Ampere zu Hause. Ne? Ja, Ladestation kommt aus Spanien, lese ich gerade. Cool. Bei Lidl lädt auf. Das gibt es auch bei Aldi, habe ich gesehen. Und bei vielen Supermärkten mittlerweile. Kaufland, so die gängigsten. Ja? Also haben ja immer mehrere. So, stopp mal. Wir haben es ja gezeigt. Gehen wir mal hin. Also wir können entweder, ich weiß nicht, ob wir hier stoppen können oder am Auto. Das schauen wir mal gerade. So, genau. Also er sagt anhalten, das können wir auch am Auto sagen. Achso, es geht auch am Auto. Genau. Gibt's eine Anhaltetaste. Genau. So, jetzt haben wir 90%. Das sind wir bei 90% nochmal. Wo waren wir? Mit 86 sind wir gekommen. Ne? Ja, genau. Ja. Das ist schon cool. Das ging in 6 Minuten, 4%. So, und jetzt? Das macht Spaß. Einfach ziehen, feste. Wir drücken hier auch nochmal drauf, um beim Auto auch zu sagen, wir brechen den Vorgang ab. Was sagt er da hinten?
Darf mal gucken, Ladevorgang abgeschlossen. Abgeschlossen, Fahrzeug drin. So, 5,19 kW, 6 Minuten, Batterieladezustand 90%. Grund für den Stopp, oh, das ist nicht nötig, man kann einfach fahren. Wir haben, genau. Jetzt ist nochmal alles frei, jetzt kann der nächste kommen. Ne? Dank unseres Stopps bei Lidl, ja, haben wir 30 Kilometer jetzt gewonnen in 6 Minuten, cool. Genau, 6 Minuten haben uns 30 Kilometer zurückgeschenkt. Lidl hat die uns zurückgeschenkt, es war ja kostenfrei. Und, Die ist aber so, dass die maximale Ladedauer ist, glaube ich, auch begrenzt. Du kannst dir da nicht irgendwie 10 Stunden laden lassen. Ich glaube, eine halbe Stunde oder so. Du, das müssen wir jetzt schauen. Aber ja, zumindest mal hat jetzt nichts da gestanden, dass es irgendwo begrenzt wäre. Ja, waren ja auch nur 6 Minuten da. Aber die Batterie ist ja auch irgendwann am Limit und wäre ja voll. Ne? Es gibt die Ladesäulen, die sprießen wie Pilze aus dem Boden. Das war ja vor Jahren noch ein Problem, dass die Leute gesagt haben, es gibt viel zu wenig Ladepunkte. Das mag vielleicht in Berlin gelten, oder? Genau, also die Ladesäulen waren am Anfang sehr rar, muss man sagen. Mittlerweile, wir haben jetzt gesehen, wir finden ganz viele, wo du dein mitgebrachtes Ladekabel, also dieses Mo3-Kabel benutzen musst. Das heißt, es ist nur eine Säule da, die spendet dir dann aber teilweise 11 kW, manche 22 kW. Und ich darf parken. Ich kriege fast immer einen Parkplatz. Genau, also Parkplatz ist eigentlich immer dann einer dort frei. Ja, weil mittlerweile, nach dem aktuellen Bußgeldkatalog, ist es ja auch nicht mehr erlaubt, mit deinem Auto, wenn es kein E ist, dort zu parken. Und wenn man E hat, muss man meist laden oder fast immer laden. Das wird ja angezeigt, ob es geladen wird oder voll ist. Genau, wobei ich denke, das macht man auch. Also wenn man irgendwo den Parkplatz hat und die Leute... Steckt man es an. Richtig, ja. Software-Updates. Zeig mal, wie geht das? Also Software-Updates zeigt das Auto dir automatisch an. Ja, du kannst freischalten. Ja, da ist nämlich so ein Button Updates. Wenn du da mal drauf drückst. Genau, der alte hat dir... also System ist am neuesten Stand. Der alte hat immer die Möglichkeit gegeben, dass du es abrufst. Hier ist es so, sollte was kommen, wird es automatisch angezeigt. Ja. Per LTE werden auch die Software-Updates eingespielt. Richtig, genau. Also auch hier ist, wie aus den anderen Modellen mittlerweile bekannt, die SIM-Karte hinterlegt. Richtig, also du bist bei MyPorsche angemeldet. Das System ist 2 Jahre kostenfrei. Heißt, die eSIM, die hier eingebaut ist, lädt mit LTE-Geschwindigkeit immer die Daten runter, die gerade zur Verfügung stehen, ob Navigation oder teilweise kleinere Fahrzeugupdates. Genau, es gibt da eine App, da kann ich sehen, sind die Türen geschlossen, wo steht mein Auto. Genau. Das kann ich alles per App abrufen. Genau, mittlerweile auch öffnen, schließen vom Fahrzeug. Ja, es kann ja auch mal passieren, dass du zumachst und legst den Schlüssel vorne in den Kofferraum rein, machst auch noch die Klappe zu, dann haben wir natürlich wirklich das Problem, dass das geht technisch. Das geht technisch, also das ist dann, sage ich mal, das System ausgelistet. Ja. Er hupt kurz, wenn du schließt, weil er sagt, Vorsicht, hier ist was offen. Das ist eigentlich nur ein Warnzeichen dafür, dass du nicht vom Auto weggehst und denkst, es wäre zu, dann hupt der Porsche immer kurz. Aber wenn du dann noch irgendwo den Schlüssel in den Kofferraum legst und drückst noch manuell zu, dann ist er natürlich erstmal weg. Aber dafür gibt es dann diese Möglichkeit, dass du per App dein Auto einfach nochmal öffnest. Genau. Aber es gibt auch so einen Assist bei Porsche, wenn jetzt alles schief geht, kann ich hier anrufen, mich authentifizieren, geht das? Genau, es gibt auch über teilweise Vodafone Telematics den Service oder über Porsche Connect, das eigene System jetzt, wie wir es verbauen mittlerweile, auch noch die Möglichkeit, genau. Wir sind zurück von der großen Probefahrt mit den Porsche Taycan 4S, heute mitten in der Corona-Zeit am 25. Mai 2020. Wie hat es dir gefallen? Also ich denke, hoffe, es war ein bisschen informativ, dass man das Auto mal von verschiedenen Facetten, Seiten gezeigt hat, auch mal ein bisschen nochmal das Innenleben, was Porsche sich auch dabei gedacht hat bei dem Auto, von der Funktion her. Ich hoffe, dass wir das näher gebracht haben mit dem nötigen Abstand. Das ist natürlich auch nicht ganz so einfach jetzt für uns gewesen oder so, wie wir es sonst immer machen. Ja, wo ich dir ganz nah auf die Pelle rücke. Nee, so ist es nicht. Abstand ist wichtig, aber Probefahrt alleine im Moment, am besten vereinbaren, nicht anrufen. Wie ist deine Telefonnummer? Genau, also 0681 988 160, da erreichen Sie alle bei uns, also alle 6 Verkäufer. 28 ist meine Durchwahl, wobei am besten unter Porsche Saarland schauen, da sind wir alle 6 Verkäufer, so wie wir hier anwesend sind. Im Moment sind wir zu finden. Ne? Ja, ihr seid ein großes Porsche-Zentrum, ihr seid das von der Kategorie das größte. Genau, es sind 4 Kategorien, dazu zählen wir, also verkaufen gut Autos, dank unserer Kunden und Interessenten. Und bietet natürlich auch den Kunden den Vorteil, dass wir auch eine große Menge an Fahrzeugen zur Verfügung haben. Ne? Sowohl im sofort verfügbaren Bereich, aber auch im Konfigurationsbereich. Also relativ schnell sein Wunschauto liefern zu können. Ja, cool ist, wir werden morgen mal ein anderes Auto testen. Was ist das? Genau, also morgen wird der 992 Turbo S mal kurz vorgestellt. Das Auto haben wir da, das ist jetzt ganz neu auf den Markt gekommen.
Haben viele drauf gewartet. Kostet? Kostet über 200. Das sehen wir aber morgen. Da gucken wir uns im Detail das Fahrzeug an. Da will ich jetzt nicht so viel verraten. Nein, reiner Verbrenner. Turbo. So, jetzt werden wir mal dem... Auch kurz das Fahrrad. Ne? Das schauen wir uns morgen auch mal an. Genau, es gibt nämlich noch ein Porsche-Fahrrad. Es gibt ein Porsche-Fahrrad, genau. Also wir machen mal kurz... Jetzt nochmal das Thema, wie eben auch. CCS. Diesmal hier, ganz elegant aus der Ladeschale. hier kannst du einfach ziehen. Man muss hier keine Karte vorhalten? Nee, Hier bei uns nicht einfach reinstecken und auch dort wie eben baut er den Kommunikationsweg auf. Verbindung Wir okay. sagen, steck drin, Start und alles andere beginnt, sobald die Säule dann freischaltet. Okay, das heißt, geht automatisch. Brauche ich nicht wie beim Gas irgendwie warten, drücken, tun? Nee. Jetzt können wir das Auto absperren, sage ich mal. Den Rest macht er ganz automatisch. So, zieh jetzt mal feste dran, ob es noch rausgeht. Er beginnt, ja, es kann sein, dass er zeigt rot. Das heißt, im Moment stimmt was nicht. Genau, dann ist er auch noch zur Verfügung. Achso, die Kommunikation zwischen der Ladesäule war noch nicht fertig, gell? Genau. Also dann sind wir zu früh gewesen. Aber wie gesagt, wenn du absperrst, ist er auch nachher. So, Ladefehler, Kommunikationsproblem. Jetzt darfst du nochmal neu starten. So, genau. Wir machen es mal. Siehst du, jetzt kann man nämlich auch mal zeigen, es passiert nichts Böses. Passieren tut, also man muss nie Angst haben. Das ist alles schon so abgesichert. So, Ladevorgang beginnt, wenn die Leistung verfügbar ist. Das heißt, er macht jetzt die Kommunikation, dann fängt das Ding wahrscheinlich wieder an zu brummen und dann fängt es an aufzuladen. Ganz genau. Also der wartet jetzt vielleicht auch noch kurz, bis die Temperatur erreicht ist und dann, deswegen zeigt die Säule es uns gleich an und dann startet er. Ne? Sag mal, das würde ich auch über die App sehen, den Ladezustand von unterwegs? Genau, kannst du abrufen. Ja, also mit der App, My Porsche App, die mit deinem Auto Porsche Connect verbunden ist, kannst du immer gucken, was macht er gerade, ist er voll, ja, oder wie lange braucht er noch. Ja. Super. Ja, Porsche Zentrum Saarland, wie erreicht man dich? Wie gesagt, jederzeit anrufen, 0681 988 160, alle oder die 28 die Durchwahl oder auf Porsche Saarland am besten schauen. Das ist das ganze Team. Genau, am besten googeln, Michael Theisen, Porsche, da kommt er schon direkt und da ist auch Durchwahl, E-Mail und so weiter. Ja, wenn ich das Auto kaufen will, bin von weiter weg, geht das? Ja, geht. Also wir müssen natürlich schauen, welchen Weg nehmen wir. Wenn es in den Bereich Finanzwesen reingeht, brauchen wir immer denjenigen hier vor Ort. Wir müssen ja alles überprüfen. Ist es auch derjenige, der anfragt? Da brauchen wir eine originale Unterschrift. Brauchen wir Originalunterschrift. Wir müssen den Ausweis auch im Original vorzeigen lassen. Alles andere, wie gesagt, natürlich können wir den Vertrag erstmal über das Online-Thema abwickeln. Spätestens bei der Auslieferung sehen wir uns ja. Ja, sämtliche Fahrzeuge sind natürlich bei euch auf der Webseite porsche-saarland.de. Vielen Dank, Michael Theisen. Im Porsche Taycan 4S die Probefahrt. Tschüss. Hat Spaß gemacht, Sven. Danke. Ciao.